Hallo zusammen, dieses Video dreht sich wieder um Tipps und Tricks zur ERP-Software von Microsoft. Im heutigen Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie erste Basiseinstellungen in Microsoft Dynamics 365 Business Central vornehmen. Das heißt, ich beantworte folgende Fragen. Wie wähle ich das geeignete Rollencenter? Wie aktiviere bzw. deaktiviere ich die Benachrichtigungen? Wo lege ich meine Region und Sprache fest? Wo lege ich das Unternehmen fest? Und wie ändere ich das Arbeitsdatum? Microsoft hat für verschiedene Funktionsbereiche individuelle Startseiten in Dynamics 365 Business Central vorbereitet. So sieht jeder Mitarbeiter nur das, was für ihn bestimmt ist und was ihm im Arbeitsalltag Mehrwert leistet. Sie ändern Ihr Rollencenter, indem Sie auf das Zahnrad oben rechts klicken und anschließend eine Einstellung auswählen. Hier können Sie als erstes Ihr Rollencenter bearbeiten. Dazu klicken Sie auf die 3 Punkte. Hier können Sie aus den Möglichkeiten Buchhalter, Geschäftsführer, Lagermitarbeiter usw. auswählen. Wir bleiben bei der Verkaufsauftragsverarbeitung. Nach Auswahl einer Rollencenter-Vorlage können Sie Ihren Arbeitsbereich noch weiter individualisieren und auf Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse anpassen. Dazu folgen in einem weiteren Video mehr Informationen. Wenn Sie Ihr Rollencenter festlegen, besteht außerdem die Möglichkeit, intelligente Benachrichtigungen einzustellen, beispielsweise für einen überfälligen Saldo eines Debitors. Um eine Benachrichtigung zu aktivieren oder deaktivieren, setzen oder entfernen Sie einfach die Häkchen in der entsprechenden Spalte. Für die Einstellung zur Region und Sprache schließen Sie diese Ansicht, sodass wir wieder in der Einstellungsmaske sind. Jetzt können Sie Ihre Region und Sprache wählen. Hierzu noch eine Anmerkung. Das letzte Feld erscheint nur, wenn in Ihrer Region die Auswahl für mehrere Sprachen besteht. Jetzt zeige ich Ihnen noch, wie Sie ein Arbeitsdatum anpassen. Danach rufen wir beispielhaft einen Verkaufsauftrag auf. Jetzt klicken Sie in ein Datumsfeld, wie beispielsweise das Buchungsdatum. Wenn Sie das Datum schnell auf das Arbeitsdatum oder das heutige Datum ändern möchten, tippen Sie entsprechend A oder H ein. Zuletzt widmen wir uns den Unternehmenseinstellungen. Dazu rufen Sie die Firmendaten über die Suchfunktion auf. Hier können Sie die Unternehmensdaten bearbeiten, ein neues Unternehmen anlegen sowie ein Unternehmen löschen. Das war's auch schon mit dem heutigen Tutorial zu den Basiseinstellungen von Microsoft Dynamics 365 Business Central. Wir freuen uns, wenn Ihnen dieses Video helfen konnte. Sollten Sie noch Fragen haben, schicken Sie uns einfach eine Mail, rufen Sie uns an oder schreiben Sie es unter dem Video in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.